Hallo Messerbegeisterte, ich bin der Sergei von Online-Shop www.jar-messer.de. Wie ich schon mal gesagt habe, ein Warten hat meistens ein Ende oder immer ein Ende. Und heute geht es um diese zwei. Es geht heute um die zwei. Bombfrog, es ist da, es ist angekommen. Und heute mein Präsentationsvideo für Bombfrog und Bombfrog Pro. Das ist Bombfrog Pro, Bombfrog. Los geht's, Leute. Ich bin froh, ich bin stolz drauf, heute euch unsere erste taktische Serie oder taktische Messerserie zu präsentieren. Und zwar geht es heute um den Bombfrog. Ich fange auch gleich hier mit dieser längere Version, und zwar das ist Bombfrog Pro Variante. So sieht das Ding aus. Wie bei jedem Messer auch gibt es eine Vorgeschichte. 2023 war ich bei Matthias, und zwar im Mai war das auf Jamboree war ich da, und da hatte Matthias die Idee, eine Messerserie im taktischen Stil oder Style, ja, Tactical Style zu entwerfen, zu entwickeln, zu produzieren. Ja, er hat mich angesprochen. Ich fand die Idee sofort sehr schön, sehr gut. Ja, also Jars hatte damals noch keine taktische Serie. Deswegen war ich sofort dabei. Ich habe gesagt, ich bin dabei, machen wir. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, welcher Name würde da passen? Und dann an diesem Event war auch Dirk dabei. Dirk verkauft oder entwickelt und verkauft Uhren unter dem Namen Bombfrog. Also ja, Bombfrog Watches heißt sein Label oder sein Online-Shop. Ich gebe euch unten natürlich einen Link dazu. Und wir haben gedacht, okay, und Dirk ist auch noch ein Soldat, ehemaliger Soldat, Minentaucher, ja, Spezialeinheit. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nennen einfach das Ding Bombfrog. Ja, so wie sein Label. So ist natürlich dieser Name entstanden, ja, so kann man sich das Ganze vorstellen. Das ist, wie gesagt, eine Kooperation zwischen Jars und Bombfrog Watches. Der Name Bombfrog kommt von Bombfrog Watches, ja, weil Spezialeinheit, taktisches Messer, und ja, so da hat man schon eine Verbindung, und so ungefähr ist die Geschichte. Aber jetzt kommen wir zu dem Messer. Technische Daten: Bombfrog Pro Variante, das hat ein Stahl CPM 3V 61 Rockwell, also H61. Falls jemand Fragen hat zu unserer Härtung, in meinem letzten Video habe ich das alles ausführlich erklärt, wie wir das machen und so weiter und so fort. Einfach bei mir auf dem Kanal mein vorletztes Video nachsehen, also da erkläre ich das. Also 61 Rockwell, das Ding ist, die Klinge hat 150 mm, Griff hat 120 mm Länge. Also ich habe jetzt zum Beispiel 95er Hand, und hier könnt ihr sehen, also da ist noch ein bisschen Platz, wenn man jetzt zum Beispiel Handschuhe trägt. Also ich sag mal 10er Hand passt da locker rein, oder dann eventuell mit den Handschuhen, je nachdem wer oder ja, wie jeder das möchte. Spezialisiert ist das Ding natürlich als ich sag mal als ein Tauchermesser, ja, so kann man das schon sagen. Wir haben das schon so gemacht, dass wir das als Tauchermesser konzipiert haben. Deswegen haben wir auch hier eine DLC-Beschichtung, Diamond Like Carbon heißt es. Ja, das ist jetzt eine spezielle kratzfeste Beschichtung, kann man schon sagen. Natürlich, irgendwann verkratzt sie auch, das ist aber jetzt nicht so eine Beschichtung, die jetzt dass sie da ein bisschen Holz gemacht haben und schon haben sie da irgendwie geht die Beschichtung runter. Also da haben wir schon ausführliche Tests gemacht. Ich habe auch hier in den Steinen gegraben. Wir hatten auch Tests bei den Jägern, dass sie da am Knochen auch was gemacht haben. Also dieses Messer, die Entwicklung hat also nicht ganz ein Jahr gedauert. Ja, muss man sich so vorstellen, bis wir soweit waren. Also irgendwann mal waren dann die Prototypen da, bis wir soweit waren, wo wir uns dann entschieden haben, das sind so viele Mücken hier, er leckt mich am Arsch. Bis wir uns entschieden haben, das machen wir so und so und so, genau. So, jetzt nochmal, wir haben hier nochmal 150 mm Klinge, 27 breit, 5,2 mm dick, also das Ding ist richtig stabil.
Wir haben unsere umhüllte Griffschalen, was wir so immer wieder mal verwenden. Ja, könnt ihr hier sehen, alles einfach, das ist die beste Verarbeitung überhaupt, was wir bis jetzt hatten. Also wir sind immer besser geworden, und jetzt haben wir wieder, also wirklich so eine Top-Qualität, was wir hier anbieten. Das ist der Wahnsinn, Leute. Also diejenigen, die sich das Ding bestellen, die können sich das dann natürlich ansehen und eventuell dann später hier in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, DLC-Beschichtung, Korrosionsschutz, weil eben Tauchermesser und so weiter und so fort, wurde auch von Jackknife getestet. Das ist übrigens auch ein Messer von Jackknife, ja. Jackknife Matthias, also Matthias Busch ist der Designer von dem Bombfrog. Ich habe mir jetzt auch Messer geschickt, also ich gehe davon aus, dass demnächst auch von ihm Videos kommen werden. Bombfrog Pro, 150 mm, richtig geiles Ding, das ist es. Das Ganze wird in Kydex geliefert. Hier ein Dengler-Adapter und dann Cordura Gurtring wurde direkt hier drauf montiert, damit das Ganze so wenig wie möglich hin und her geht. Dann besteht hier noch die Möglichkeit, über die Klettverschlüsse das Ganze zu befestigen, wie man möchte. Oder man kann es zum Beispiel auch tatsächlich hier am Bein eventuell, also hier mit einer Schnur kann man das auch am Bein befestigen, zum Beispiel, ja, wenn es tatsächlich sein muss, ja. Aber das ist unser Konzept, und ja, das ist richtig geil. Jetzt kommen wir zu den anderen zwei, weil die anderen zwei sind auch sehr interessant. Das ist Wahnsinn, wir haben heute 15 Grad und wir haben so viele Stechmücken hier, das ist der Wahnsinn. Die haben mich schon bestimmt 3 oder 4 Mal gebissen oder gestochen, heißt das. So Leute, es geht um die zwei jetzt, ja. Die zwei sind sehr oder sehen absolut gleich aus, ja. Da gibt es keine Unterschiede, bis auf ein paar. So, die anderen zwei, das ist die 42er-konforme Variante. Sieht so aus. Ja, vielleicht mal so zeigen. So sieht das aus. Sind vom Aussehen her, also wirklich, also die unterscheiden sich nicht, also da unterscheidet sich nichts, Entschuldigung. Auch die Griffe, das sind die gleichen wie bei Pro-Variante. Ja, absolut alles gleich. Der Unterschied ist hier, das ist der Stahl. Wir haben hier N690 Stahl, auch mit dieser DLC-Beschichtung, das ist die gleiche Beschichtung, alles gleich. Und bei dieser Variante, wie gesagt, das ist auch die gleiche 42er-konforme Variante, haben wir die CPM 3V Stahl mit 61 Rockwell. Genau, und hier haben wir 95 Rockwell Härte. Das sind die Unterschiede. Gut, und natürlich Preisunterschied. Das ist zweiter Unterschied, ja. Alle Messer sind schon eingestellt. Unten in der Beschreibung werde ich euch einen Link einstellen. Da könnt ihr euch mit hochauflösenden Bildern sich das Ganze ansehen. Und ja, ihr wisst, Leute, bei mir heißt es 4xB. Bestellen, bekommen, befummeln, benutzen. Meine Jahresmesser wollen benutzt werden. Ja, das sage ich immer wieder, und das ist mittlerweile mein Slogan. Und ja, so ist es auch. Also ich möchte, dass Jahresmesser benutzt werden. Ich möchte Messer bauen, die auch benutzt werden. So sehen die Dinge aus. Wir haben hier 118 mm lange Klinge. Wir haben auch 27 mm breite Klinge und wir haben 5,2 mm dicke Klinge. Genau, wir haben richtig feinen Ausschliff hier. Ja, so ein stabiles Ding. Diese Variante wiegt um die 200 Gramm. Und die Pro-Variante wiegt 222 Gramm, also etwa 20 Gramm mehr wie die 42er-konforme Variante. Ja Leute, so sieht das Ding aus. Genau, hier noch diese Ausschliffe haben wir reingemacht für die Stabilität und natürlich zum Aussehen, fürs Auge auch. Ja, ansonsten, also was hier ganz neu ist, das ist tatsächlich diese DLC-Beschichtung. Ja, das hatten wir bis jetzt noch nie, weil wir diesen Tactical Style Effekt erreichen wollten, und ich glaube, das haben wir auch mit diesen zwei, haben wir das auch sehr gut geschafft, sehr gut erreicht. Was sagt ihr? Schreibt einfach in den Kommentaren, wie findet ihr das Messer, was sagt ihr dazu? Ja, ja, so sieht's aus. Das sind jetzt diese erste
ich sag mal, diese erste Charge, ja, diese ersten Variante, Bombfrog heißt das Ding. So sieht das Ding aus. Das wollte ich mal so kurz zeigen. Ich denke mal in den nächsten, also demnächst wird auch von Matthias was kommen, ja. Also ich bin eher so für technische Daten, was ich da euch erzählen kann, was das Ding kann, was das Ding muss. Ich glaube, also da wird auf jeden Fall ein Video von ihm kommen. Danke fürs Zuschauen jetzt an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir auf jeden Fall ein Like, lasst mir ein Abo. Ich freue mich über jeden Kommentar und über jeden Abo, freue ich mich natürlich, und bis zum nächsten Mal und tschüss.